Wir haben jetzt sehr viel über die technischen Eigenschaften von Ultraweitfeld-Imaging gehört. Es geht jetzt aber nochmal darum, was bringt es uns und wie entwickelt sich auch die Bildgebung und auch dahingehend die Behandlung unserer Patienten. Was für einen Mehrwert können wir aus der Ultraweitbild-Imaging nehmen? Wenn wir uns anschauen, was das denn prinzipiell für Erkrankungen sind, dann sind es ja zum einen vor allen Dingen vaskuläre Erkrankungen und zum anderen periphere strukturelle Erkrankungen wie degenerative Läsionen, periphere vitreoretinale Interface-Pathologien zur Differenzierung zwischen einer Netzhautablösung und einer Schisis sowie kongenitale Fehlbildungen des Glaskörpers und der Netzhaut. Es ist aber nicht so, wie Sie das jetzt hier dargestellt sehen, dass man das eine und dann das andere hat, sondern wir wissen, dass das eine häufig das andere auch beeinflusst. Hier sehen Sie einen Patienten mit Fieber. Wir wissen sehr wohl, dass es eine periphere Exudation geben kann, aufgenommen jetzt hier auch mit dem Optos. Wir wissen aber auch, dass diese peripheren Veränderungen durchaus Traktionen im Bereich der Netzhaut, der Makula, im Bereich der großen Gefäßbögen verursachen können. Das sind Kolibris, die man vielleicht nicht immer jeden Tag in der Praxis sieht, aber es ist ein Beispiel dafür, dass sich die Peripherie eben auch mit den zentralen Anteilen vermischt. Ein klassisches Beispiel, wo dies eben stattfindet, ist die diabetische Retinopathie. Diabetische Retinopathie durch die Anti-VEGF-Therapie ist sehr stark das Makulaödem in den Vordergrund gerutscht. Sie kennen alle diese Patienten, typischer diabetischer Patient. Wenn wir draufschauen mittlerweile, wir schauen eigentlich überwiegend auf das OCT, weil wir wissen wollen, hat er ein Makulaödem, müssen wir ihn behandeln, müssen wir ihn mit Spritzen therapieren oder nicht. Dabei ist das diabetische Makulaödem aber generell nur ein Teil der diabetischen Retinopathie. Wenn wir uns anschauen, wie häufig ist die diabetische Retinopathie-Inzidenz nach 20 Jahren, immerhin zwischen 5 bis 8% und nach 25 Jahren wohl für den Typ 1 Diabetes, weil man hier das einfach besser dokumentieren kann, das Onset, liegt es bei fast 20%. Was ist unsere Aufgabe als Augenärzte bei der diabetischen Retinopathie? Es ist zum einen die Vermeidung von Blindheit, Visusminderung durch den Typ 1 Diabetes 13% bei Typ 1 Diabetes nach 13 Jahren. Es gibt Risikofaktoren, aber, und das vergessen wir häufig, es ist auch unsere Aufgabe, die diabetische Mikroangiopathie mit zu beurteilen. Die diabetische Mikroangiopathie ist assoziiert mit einer höheren Mortalität im Rahmen wenn die schwere diabetische Retinopathie festgestellt werden kann. Und sie ist nur ein Teil an der die diabetische Retinopathie ist nur ein Teil der systemischen Mikroangiopathie, denn sie spiegelt die diabetische Nephropathie und korreliert sehr gut mit der diabetischen Neuropathie. Sie ist dabei aber ganz klar eine progressive systemische Erkrankung, einer internistischen Erkrankung, die es auch internistisch einzustellen geht. Grundlage der diabetischen Mikroangiopathie ist die endotheliale Dysfunktion. Das klinische Zeichen dieser endothelialen Dysfunktion korreliert am ehesten mit dem sogenannten Venous Speeding, also den Kaliberschwankungen im Bereich der Venen, die wir hier sehr schön sehen können. Und es ist auch bekannt als Risikofaktor für die proliferative diabetische Retinopathie, als Ausdruck einer schweren Mikroangiopathie. Was ist der State of the Art, wenn wir die Patienten untersuchen? Das ist und bleibt die augenärztliche Untersuchung, stereoptische Untersuchung durch den Augenarzt. Das ist der Goldstandard und ich denke, das wird es auch noch eine Zeit lang bleiben. Wenn wir die Modalitäten vergleichen, ein Single-Field-Foto, 30 Grad, eine Sensitivität, je nachdem, wo Sie draufschauen, zwischen 38 bis 100% mit einer Spezifität von circa 75, beginnen bei 75%. Die Empfehlung der AAO, deswegen Fundusuntersuchung durch den Augenarzt, falls kein Augenarzt vorhanden, ein aussagekräftiges 30 Grad Fundusfoto. Weitwinkel-Imaging, wie auch schon dargestellt, insbesondere bei der diabetischen Retinopathie, hat man eingeführt mit der EDTRS-Studie, das sogenannte 7-Feld-Imaging State of the Art für Studien. Sie kommen damit auf ein Gebiet von circa 75, je nachdem, wie Sie die zusammenschieben, die 7 Felder, 50% bis zu 100 Grad.
Endstromgebiet der Retina, für uns ist es ja relevant, wenn es eine Mikroangiopathie ist, dann müssen wir davon ausgehen, dass, weil die Retina ein Endstromgebiet ist, die Mikroangiopathie in der Peripherie früher erkennbar ist. Deswegen nutzt man auch wenn die Siebenfeld-Darstellung State of the Art ist, nutzt man mittlerweile in vielen Studien auch eine Ultraweitwinkeldarstellung der Netzhaut für die Bewertung der diabetischen Retinopathie. Sie sehen hier mal das Verhältnis der 200 Grad gegenüber der 75 Grad Entwicklung. Die Entwicklung hatten wir auch schon nun gesehen. Erste Systeme gab es bereits 1975. Das waren noch Kontaktverfahren, das war noch relativ schwierig. Mit Optos gab es dann erstmalig über die SLO-Imaging über 200 Grad. Kurz zur diabetischen Retinopathie. Was hat sich denn da bei dieser Weitwinkeldarstellung in den letzten Jahren getan? Da ist insbesondere sind die Jospin-Studien zu nennen, die Effizienz der Weitwinkelbildgebung bei der diabetischen Retinopathie untersuchen. Hier werden 200 diabetische Patienten untersucht, werden sowohl mit Siebenfeld-EDTRS-Aufnahme und Optos 200 Grad untersucht. Und es wird untersucht Fundus Weitwinkel gegen Weitwinkelbildgebung. Insgesamt eine Übereinstimmung von 94,5% bei erfahrenen Gradern. Tendenziell ist es aber so, und das waren die ersten Ergebnisse der Jospin Studies, die Weitwinkeldarstellung zeigt tendenziell höhere diabetische Retinopathie gerade. Wenn man sich jetzt anschaut, wie sich die Anteile der nicht proliferativen Veränderungen oder auch proliferativen Veränderungen der diabetischen Retinopathie verteilen zwischen Siebenfeld und EDTR und 200 Grad Imaging, dann sieht man, dass ein Großteil der Veränderungen tatsächlich im Bereich der 75 Grad Darstellung sind, aber circa 30% der Anteile sind nur in den äußeren Anteilen erkennbar. Wenn diese Veränderungen nur außerhalb der 100 oder 75 Grad zu erkennen sind, dann ist mal die Frage, welchen Stellenwert haben denn diese peripheren Veränderungen? Ist es wichtig für uns, dass wir die detektieren? Und hier wurde der Begriff PPLs, Predominantly Peripheral Lesions, geprägt, also die Anzeichen der diabetischen Retinopathie, das sind meistens Blutungen, die insbesondere in den peripheren Anteilen vorhanden sind. Auch hier wieder in den Jospin-Studien untersucht, wie ist die Progressionswahrscheinlichkeit, wenn wir diese peripheren PPL-Läsionen uns anschauen. Und es konnte gezeigt werden, dass wenn man diese Patienten über 4 Jahre untersucht und differenziert, Patienten mit PPL gegen ohne PPL, dass die Patienten mit PPL, also die diese besonders peripher ausgeprägten Veränderungen haben, ein deutlich erhöhtes Risiko bezüglich der Progression einer diabetischen Retinopathie haben, zum einen, und zum anderen, je mehr PPLs vorhanden sind, desto größer ist auch das Risiko. Es konnte ferner auch gezeigt worden, dass es nicht nur die peripheren diabetischen Veränderungen sind, sondern es konnte auch gezeigt werden, dass diese diabetischen Veränderungen, diese PPLs, sehr gut auch mit den ischämischen Arealen, die sie normalerweise dann nur in den Weitfeldangiografien darstellen können, also nicht mit der CSLO, sondern tatsächlich in einer Angiografie, die sie ja auch durchführen können sie diese peripheren Areale sehr gut mit den PPLs, mit den peripheren nicht perfundierten Areale sehr gut mit den PPLs korrelieren. Es gibt deswegen für die Angiografie, für die Ultraweitwinkelangiografie mittlerweile ein ganzes Quantum von zusätzlichen Begriffen, die aktuell etabliert werden, insbesondere für die ein Vorzeichen des peripheren Kapillarverlustes gelten. Das ist einmal die PVL, die sogenannten Peripheral Vessel Leakages von kleinen, mittelgroßen, gestreckten Gefäßen, genauso auch wie die von Mike Treacy geprägten Begriff Lapel, wo es hier um die degenerativen vaskulären Veränderungen geht. Auch der Ischemic Index spielt eine Rolle. Hier wird die perfundierte Fläche gegenüber der nicht perfundierten vaskulären Fläche in ein Verhältnis gesetzt und dann über ein
und so einen Zusammenhang für die tatsächliche ischämische Situation an der Netzhaut zu bekommen. Gibt es denn jetzt wenn man das auf die diabetische Retinopathie bezieht, einen Stellenwert für ein OCT gleichzeitig bei einer Ultraweitwinkeldarstellung? Ja, natürlich für den Patienten, er hat 2 in 1. Sie haben den Patienten einmal vor dem OCT sitzen oder vor dem Bereich sitzen und können sehr wohl das diabetische Makulaödem als auch die diabetische Retinopathie in der CSLO darstellen. Wie ich schon erwähnt hatte, gibt es mittlerweile aber auch Zusammenhänge mit dem sogenannten ischämischen Index. Es gibt Arbeiten, die demonstrieren, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen ischämischen Index, also dem Verhältnis perfundiert zu nicht perfundiert, und dem Ansprechen auf das diabetische Makulaödem bei der nicht proliferativen diabetischen Retinopathie. Es gibt eine Korrelation der Sauerstoffoxygenierung im Zusammenhang mit der Retinal Vascular Bed Area. Das ist praktisch eine binäre Aufschlüsselung der Gefäße gegenüber den nicht darstellbaren Gefäßen und der sogenannten Fractal Analysis, wo hier noch weiter die Gefäße runtergebrochen werden und in einer binären Funktion die Perfusion dargestellt wird. Wir konnten das Opto-Silverstone für eine Zeit lang bei uns stehen lassen und konnten Eindrücke damit gewinnen. Hier nochmal ein weiterer Patient mit Fieber nach Operationen. Und das ist bei diesen Patienten, ist man immer ganz froh, wenn man sieht, dass die Makula eben nicht verzogen ist und kein Dragging an den Gefäßen vorhanden ist. Aber Sie sehen hier auch, dass peripher durchaus noch eine Exudation dasteht. Man könnte das als Lapell bezeichnen, wo gegebenenfalls noch eine weitere Laserkoagulation erfolgen sollte. Auch hier ein Patient mit einer Persistent Fetal Vasculature Syndrom und einem Makulavorrahmen, der versorgt wurde. Und wir konnten hier das verschlossene Makulaödem genauso wie die beseitigten Traktionen im Bereich der Persistent Fetal Vasculature darstellen. Natürlich eignet es sich auch für die Veränderung von peripheren Befunden. Hier ein Patient nach Plombenoperation. Sie sehen, dass das Vorrahmen sehr gut sitzt, aber das sind natürlich Sachen, die Sie prinzipiell auch als Augenarzt klinisch untersuchen können. Aber es gibt dann doch wieder Fälle, wo Sie froh sind, wenn Sie auf eine multimodale Bildgebung, insbesondere in der Weitwinkel, zurückgreifen können. Das ist eine Patientin mit einer retinalen Angiomatose und Sie sehen die Netzhautablösung im oberen Bereich. Wir konnten hier in der Red-Free-Aufnahme auch die Aneurysmen gut darstellen. Wir sehen zentral die Netzhautablösungen und in der Angiografie sehen wir ebenfalls, in der ICG-Angiografie sehen wir ebenfalls polyboidale Veränderungen auch im Bereich der Aderhaut. Aber ganz wichtig, wir konnten hier dann mit dem OCT eben auch feststellen, dass eine dieser Angiome einen retinalen Riss induziert hatte, sodass es hier eine rekmatogene Ablation tatsächlich war. Hier ein weiterer Fall, eine Patientin, das sind die postoperativen Bilder, die eine zentrale Ablatio bei einem Kolobom hatte. Diese zentrale Ablatio, es war zunächst nicht sicherlich sichtbar erkennbar, weil sie eine sehr tiefe Optikus-Exkavation oder einen sehr tiefen Optikus hatte, ob das nicht vielleicht doch auch aus dem Bereich des Optikus lief. Wir sehen jetzt hier die postoperativen Bilder, die Netzhaut liegt wieder an. Wir konnten die Patientin mit einem Amnion im Bereich des Koloboms versorgen, dass Sie jetzt hier im Bereich des Koloboms aufliegen sehen und die Patientin zeigt die anliegende Netzhaut. Wir führen dann auch immer noch eine Autofluoreszenz durch, um sicher zu sein, dass hier nicht irgendwelche toxischen Amnion-Effekte vorhanden sind. Insgesamt gibt es natürlich bei diesen peripheren oder bei diesen Veränderungen eine Reihe von Erkrankungen, wo die Ultraweitwinkelangiographie zum Einsatz kommt, oder nicht nur die Angiografie, sondern die Weitwinkel-Imaging. Und es ist dann von Vorteil, wenn wir bei diesen Patienten den OCT-Scan eben genau dahin bewegen können, wo wir zweifelhafte Befunde sehen. Ich darf mich hiermit für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.